ein paar Freunde gehabt, wir haben zusammen gelernt, also so eine Lerngruppe gehabt, wo wir also untereinander Deutsch gesprochen haben, damit wir also die Klausuren bestehen können und alles zusammen machen können. Und das hat mir gut geholfen, weil alleine konnte ich das nicht schaffen. Wenn wir das zusammen machen, und dann hat man auch die Motivation, was Gutes zu lernen. Pharmazie geht eigentlich um die Herstellung und Zulassung von Arzneimitteln sowie der Entwicklung, Sicherung und Lagerung von Medikamenten. Es geht um viele Aspekte der Chemie, Biologie und ein bisschen Physik und Mathematik. Ja, also für Pharmazie gibt es eigentlich sehr viele Berufschancen. Ich habe mich überlegt, nach dem Studium werde ich auch in der pharmazeutischen Industrie arbeiten, also mit Forschung, Zulassung und Herstellung und Analytik von Arzneimitteln. Ja, also man kann nach dem Studium in einer Apotheke arbeiten, also wie wir alle wissen, oder in der pharmazeutischen Industrie arbeiten. Man kann auch an der Uni ein Dozent sein oder auch in der Forschung gehen. Es gibt so viele Berufschancen, also für Pharmazie hat man so viele Berufschancen. Ja, also ich habe mit ein paar Studenten, die schon in Jena studiert haben, gesprochen und sie haben mir empfohlen, dass Jena eine sehr feine Universität ist und so viele internationale Studenten hier auch gibt. Deswegen habe ich also das Interesse gehabt, hier in Jena zu studieren. Ja, also ich habe vorher das Studienkolleg Nordhausen besucht und dort haben wir also für 2 Semester Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, Englisch und Deutsch gelernt. Danach schreiben wir dann die Feststellungsprüfung. Das ist eine Prüfung, die wir brauchen, um uns also zu bewerben für einen Studienplatz in der Universität. Und das hilft uns sehr, weil wir brauchen das, um nicht so viele Probleme im Grundstudium zu haben. Und dort ist es auch gut für uns, weil wir haben diese ersten Erfahrungen in Uni. Es ist zwar keine Uni, aber wenn wir fertig sind, können wir dann danach für einen Studiengang, also in Uni, bewerben. Also ich finanziere mich selbst und meine Eltern helfen mir also manchmal. Also es gibt aber so viele Fördermöglichkeiten in Jena. Man kann auch ein BAföG bekommen. Also ich arbeite Teilzeit. Ich habe einen Job beim Café International Jena. Das ist eine Organisation, wir organisieren Events für internationale Studenten, die etwas über kulturellen Austausch wissen möchten. Und manchmal haben wir auch Hiken mit der Hiking Group Jena. Und das finde ich super toll, weil so viele internationale Studenten kommen und machen mit. Und das ist sehr schön. Jena hat so viele internationale Studenten und auch Studentinnen, also im Allgemeinen. Es ist eine Studentenstadt und ich finde das super toll, weil wir sind alle jung und wir haben so viel Spaß am Wochenende. Ich glaube, es ist für internationale Studenten ein guter Platz, weil wir sind eigentlich sehr viel. Manchmal haben wir Partys im WG, manchmal haben wir Partys also draußen im Park und das finde ich super toll. So before you come to Germany, I think that you should learn the language even if you are not coming to do your bachelor and you are just doing your master. For master program, it's in English, and if you think that because it's in English you will never learn the language, then that is a big disadvantage for you because you will still go to the supermarkets, you will still try to find a job to do, and you will speak German. So if you don't know any word of German, that will be a very big problem for you. And I think learning another language will not do any harm to you. It's great that, you know, when people talk, you can understand them, and you can also talk with them, and it's fun. So when you don't know the language, you do not have to bother coming here. Just learn a little bit and then come and you learn more. So in Jena, we have the Studentenweg Tübingen, and it is like an organization that provides help for students when they come here. For example, if you are looking for a place to stay, they have accommodation
that you can contact them and then ask them that you want to find a place to stay. And they also find places for you that are actually very cheap. They are not expensive as compared to private places. So I think that they help a lot. And if you have any financial problem, they can also help you with that.